Wir sind die Nachhaltigkeitsdetektive von Teach Today. Wir sind Tilda, Mika, Matti und Frieda. Und wir schauen, wie nachhaltig es hier auf der Fanmeile so abläuft. Das ist schon mal kein Eingang. Mika, schau mal, meine Flasche ist schon ganz leer. Ich habe gehört, es soll hier Wasserspender geben. Ich glaube, da ist schon einer. Ich gehe die mal auffüllen, oder? also das ist jetzt der erste, den ich sehe. Sehr schön. Jetzt konnte ich meine Flasche auffüllen und musste sie nicht wegschmeißen oder mir neues Wasser kaufen. Aber echt schade, dass es nur diese wenigen gibt. Na komm, das Wetter wird ein bisschen schlechter. Wir gehen zu den anderen. Ah, guck mal, da kommen Mika und Frieda wieder. Ja. Hier draußen wird das Wetter langsam echt ungemütlich. Mal gucken, ob wir irgendwo reingehen können. Ich denke, hier hinter uns, die Telekom Fanworld, eignet sich ganz gut. Hier gibt es bestimmt viele tolle Dinge zu erleben. Lass gehen. Man sieht mich gar nicht. Ich bin zu klein. Ich glaube, wir haben das alles nicht so ganz verstanden mit dem, dass es spiegelverkehrt war. Wir haben uns tatsächlich ein bisschen von unserer Mission ablenken lassen. Eigentlich sind wir ja hier, um zu gucken, wie nachhaltig alles hier ist. Wir sind jetzt in der Telekom Fanzone. Wie steht's denn bei euch mit der Nachhaltigkeit? Und was macht ihr denn eigentlich so? Ja, erstmal schön, dass ihr da seid hier bei uns in Berlin in der Telekom Fanworld. Wir haben uns ein paar Sachen überlegt, um hier auch so nachhaltig wie möglich zu sein. Und zwar der Punkt 1 ist, dass wir zum Beispiel für alle Crewmitglieder hier Wasserspender aufgestellt haben mit wiederverwendbaren Flaschen, die sie auch nach der EM halt privat oder beruflich nutzen können. Und des Weiteren die Giveaways, die wir bei der Fußball-Session herausgeben, sind vom Branding her so gestaltet, dass sie jetzt kein reines EM-Branding haben, sondern ein Telekom-Branding, sodass die Giveaways, die überbleiben am Ende, auch für Sponsoring nach der EM noch weiter genutzt werden. Sehr schön, danke schön, Niklas. Wir treffen jetzt Pascal und Marcel Gurk, auch bekannt als die Gurk Brothers. Sie haben mehr als 100.000 Follower auf Instagram. Wir wollen Ihnen jetzt ein paar Fragen über Nachhaltigkeit und Social Media stellen. Mal sehen, wie Sie darauf reagieren. Hola! Hi, wie geht's? Alles super! Tilda und? Mika. Mika. Tilda. Mika. So, wollen wir unser Studio? Yes. Ja, können wir machen. Okay, let's go. Das ist schon cool. Wie wichtig ist euch eigentlich Umweltschutz im Alltag? Umweltschutz ist uns grundsätzlich sehr wichtig. Also wie gesagt, wir kommen ja auch jeden Tag mit der Bahn angefahren, mit der U5 machen wir uns hier täglich auf den Weg und auch alles, was ihr hier so seht, also auch insbesondere die Couch, die hatten wir tatsächlich vor 2 Jahren in unserer ersten Reaction-Show auch benutzt. Dementsprechend schauen wir schon drauf. Wie wollt ihr jungen Leuten mit euren Videos, also was wollt ihr denen beibringen? Ja, in erster Linie wollen wir die natürlich irgendwie inspirieren, irgendwie probieren, die Leute auch irgendwie nach draußen zu bringen, mal wieder Spaß am Fußball zu haben, von bei uns irgendwie mit den Skill-Tutorials auch mal einen Trick zu lernen. Und am Ende des Tages geht es irgendwie um die gemeinsame Zeit, einfach Spaß mit Freunden zu haben, Spaß am Ball zu haben, zusammenzukommen, gute Laune zu haben, gute Laune zu verspüren. Und das ist irgendwie so unsere Message nach draußen, einfach Spaß am Fußball zu haben. Wer ist denn euer Lieblingsfußballspieler? Also vom Einzelnen oder habt ihr beide einen zusammen? Ja, also wir sind eigentlich beide schon eher Team Ronaldinho. Ist jetzt, glaube ich, nicht eure Zeit, aber ist so im Fußball-technischen Bereich, im Skill-Bereich so der Spieler, der irgendwie auch unsere Skills irgendwie geprägt hat. Ich hätte noch eine Frage zu euren Tricks. Was ist eigentlich euer Lieblingstrick oder welcher ist der Lieblingstrick von halt eurem Lieblingsfußballer? Da kann ich dir gleich mal im Anschluss ein paar zeigen. Also ich habe 2. Einmal stehe ich im Handstand und halte den Ball oben auf der Sohle. Klingt jetzt verrückt, aber kann ich dir gleich mal präsentieren.
Aventür bei den Fußball-Freestylern. Du Matti, wir sind ja beide große Hertha-Fans und ich habe eine kleine Überraschung. Wir dürfen jetzt Fabi Rehse interviewen. Was hältst du davon? Echt? Ja. Oh mein Gott, cool. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Dann sehen wir gleich Fabi Rehse, beziehungsweise wir können sogar mit ihm sprechen. Ich müsste sagen, wir sind beide ein bisschen aufgeregt, weil wir große Hertha-Fans sind. Gar keinen Grund aufgeregt. Also wir dürfen jetzt mit dem Hertha-Spieler Fabian Rehse sprechen, über sein Umweltbewusstsein und sein Engagement im Thema Nachhaltigkeit. Wann ist dir zum ersten Mal bewusst geworden, dass du nachhaltiger leben möchtest? Wir wissen ja, dass du auch auf dem Flohmarkt deine Klamotten verkaufst. Wie ist das entstanden? Ja, ich glaube, wir sind sehr privilegiert, was wir alles haben hier in Deutschland und was wir alles besitzen dürfen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, wir können auch einfach weniger Sachen, vielleicht weniger Dinge haben und können ein bisschen die Dinge, die wir vielleicht nicht mehr ganz so schön finden, an andere weitergeben und finden vielleicht noch einen schönen neuen Besitzer. Und so kam Flohmarkt, so kam die Nachhaltigkeit. Und wir haben, das ist ganz wichtig, nur eine Welt. Und ich glaube, umso älter man wird, umso reifer wird man. Und da sieht man dann auch, dass wir was tun müssen. Sehr schön. Matti hat auch noch eine Frage. Also ich spiele auch selber Fußball und bei mir ist es so, meine Mutter muss fast jeden Tag mein Trikot waschen. Stimmt es, dass ihr als Fußballer zu jedem Spiel ein neues Trikot bekommt? Tatsächlich in meinem Fall ist das ein bisschen besonders wahrscheinlich, weil ihr habt es vielleicht mal gesehen, nach dem Spiel fragen welche nach den Trikots und ich versuche halt Fans eine Freude zu machen und mein Trikot abzugeben. Also da muss ich dann ein neues Trikot haben. In dem letzten Jahr habe ich sehr häufig die Trikots abgegeben, weil ich kann ja nicht ohne Trikot spielen. Aber sonst werden die gewaschen und wir kriegen das gleiche Trikot nochmal für das nächste Wochenende. Außer da ist jetzt irgendwie so viel Dreck drauf, dass man das nicht mehr rausbekommt. Also findest du denn selber, dass Fußball ein nachhaltiger Sport ist? Ich glaube, es ist erstmal eine sehr, sehr große Wirtschaft, Unternehmen, generell Fußball, da wird unglaublich viel Geld verdient und da sind wir, glaube ich, auf einem Marathon, was die Nachhaltigkeit angeht und wir sind, glaube ich, auf Kilometer 8 von 42, von daher, wir können uns noch deutlich verbessern, was das angeht, aber ich persönlich muss sagen, jeder Einzelne hat nur das in der Hand, was er selber tut und da versuche ich mit einem guten Beispiel voranzugehen und vielleicht Leute zu animieren, das mir nachzumachen. Und für viele bist du ja auch als Hertha-Profi ein großes Vorbild. Hast du denn auch so ein Vorbild, vielleicht auch mit Hinblick auf Nachhaltigkeit? Erstmal freut mich das natürlich. Das ist eine große Ehre für mich, dass ich Leute inspiriere und ein Vorbild für welche bin. So eine Person jetzt rauszupicken, nicht. Ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die einen sehr guten Job machen und auf jeden Fall das richtige Wertegerüst für die Nachhaltigkeit haben. Und da konzentriere ich mich drauf, dass ich da immer mal mir was abschaue und mich genauso inspirieren lasse wie vielleicht einer von mir. Hast du noch Tipps für uns Kinder, wie wir selbst nachhaltiger leben können? Ich glaube, jedes kleine Umdenken und jeder kleine Schritt hilft. Ich glaube, gar nichts machen, das ist der falsche Weg, aber wenn man sich immer mal wieder sagt, okay, ich nehme mir jetzt eine Sache raus und die versuche ich ein bisschen nachhaltiger zu verändern, sind wir, glaube ich, schon einen Riesenschritt da und das ist ganz klar, das will ich auch nochmal sagen, die junge Generation bzw. die Kinder wie ihr sind nicht der Hauptgrund, warum wir hier sitzen und über eure Nachhaltigkeit reden müssen. Also da müssen eure Eltern und wir als in der Generation, glaube ich, deutlich mehr Fortschritte machen. Dankeschön. Das Interview mit Fabi war ja mega cool. Ich finde, er hat wirklich gute Sachen zum Thema Nachhaltigkeit und Eigenverantwortung gesagt. Das finde ich auch. Es war sehr, sehr cool auf jeden Fall. Da hinten in der Telekom Fanworld kann man, glaube ich, noch Fußball spielen. Na dann los. Ja, da sind wir wieder. Ihr hattet jetzt ja gerade das Interview mit den Go Brothers. Wie war's denn? Es war sehr aufschlussreich und sehr spannend. Das klingt auf jeden Fall cool. Wir haben hier so eine Torwand gefunden. Wir können ja mal ein bisschen spielen. Ja, schön. Ja, oh. Sehr gut. Ja, klar. Unser Tag auf der Fanmeile ist jetzt vorbei. Um jetzt den Aspekt Nachhaltigkeit zu reflektieren, haben wir hier so 3 Karten vorbereitet. Die grüne Karte ist super, das ist nachhaltig. Die gelbe Karte ist gute Idee, aber an der Umsetzung scheitert es noch. Und die rote Karte ist, so geht das gar nicht, das ist nicht nachhaltig.
Mir ist aufgefallen, dass es sehr viele Einmal-Regencapes gab, was ich nicht sehr nachhaltig finde, weil die eben nur einmal verwendet werden. Deswegen würde ich dem eine rote Karte geben. Was meint ihr? Mir ist vor allem auch aufgefallen, dass ganz viele Deutschland-Fans vor allem hier so ganz viele Deutschland-Wimpel anhaben, die dann auch nur für die eine EM benutzt werden und danach auch im Müll landen. Im Thema Fankleidung und Regencapes würde ich auch eine rote Karte zücken. Also es gab hier Wasserspender, aber also es ist eine gute Idee, aber die waren schwer zu finden und nicht so viele. Deswegen würde ich dem eine gelbe Karte geben. Und zum Thema Anreise würden wir eine grüne Karte vergeben, denn Man kommt sehr gut mit S-Bahn, sowohl auch mit U-Bahn hierher. Man merkt hier auf jeden Fall, dass das Wetter hier nicht die Stimmung einschränkt. Deshalb finde ich, das Wetter war jetzt gar nicht so das große Problem. Aber es war auch schön, dieses Event mal ein bisschen von der anderen Seite zu betrachten. ciao!